Mein Name ist Andrea Kleiniger. Ich wohne mit meinem Mann seit gut einem Jahr hier im Wohnpark Wannsee. Ich bin Architekturhistorikerin und Kritikerin von Haus aus und habe deswegen auf Anhieb eine besondere Affinität zu diesem Gebäude hier entwickelt. Wir wussten das nicht von Anfang an, dass es von Werner Düttmann ist, aber haben das dann sehr schnell erfahren und ja, das war eine besondere Freude oder eine besondere Überraschung. Mein Name ist Dirk Reulicke, bin mit meiner Frau zusammen vor ca. 6 Jahren auf Immobiliensuche gewesen. Wir sind dann durch Zufall auf dieses Objekt gestoßen. Wir sind mit dem Makler hier über das Gelände gegangen. Er hat uns erstmal dann den Uferbereich am Wasser gezeigt, was uns sehr beeindruckt hat. Aber dann sind wir in die Wohnung gegangen und die Wohnung ist eigentlich das Entscheidende gewesen. Also was uns überzeugt hatte, allein dieses Split-Level-Design mit den mehreren Ebenen, die Gestaltung der Wohnung, die Belichtungsverhältnisse, das sprang uns sofort ins Auge. Was sehr interessant ist, dass es ja ein Objekt des sozialen Wohnungsbaus war, im zweiten Förderungsweg allerdings. Diese Idee über den Laubengang und diese Split-Level-Grundrisse im Grunde genommen den Geschosswohnungsbau mit dem Einfamilienhaus zu verbinden. Das steckt da ja auch so ein bisschen drin. Und dadurch eben eine besondere Wohnqualität auch herzustellen. Es ist gerade, glaube ich, die Kombination von beiden. Also das Gebäude sicher auch, aber da spielt natürlich auch gerade das optimale Umfeld eine Rolle. In dem Fall hier dieser große Garten, in dem man sich gerade im Sommer treffen kann, aber nicht muss eben auch. Ne? Also es ist genügend groß, um sich auch notfalls aus dem Weg zu gehen, ein ruhiges Plätzchen sich zu suchen. Aber man findet sich auch, wenn man das Verlangen hat. Ich finde schon, dass man merkt, dass es ein Architekt ist, der sehr viel Sinn hat für räumliche Proportionen und räumliche Beziehungen, also sowohl der Räumlichkeiten untereinander, das sieht man ja sehr schön, hier auch an diesem Split-Level-Grundriss, also wo ja gleichzeitig auch so eine Offenheit und Transparenz hergestellt wird. Und eben auch die Beziehung nach draußen, also wie wichtig das ist, dass das Licht reinkommt, dass die Natur reinkommt, dass die Wohnungen irgendwie darüber auch eine atmosphärische Dichte entwickeln. Die Einbindung ins Umfeld, ich glaube, das ist auch was ganz Düttmann-typisches, ganz unterschiedlich natürlich auch. Es gibt von ihm sicher Objekte in der Stadt, wo das ganz anders realisiert wurde, weil es auch so notwendig war. Aber hier ist es einfach die Einbindung in die Natur. Also wenn ich zum Beispiel auf meiner Terrasse sitze und mich manchmal irgendwie fühle, als ob ich in einem Baumhaus sitze und auf Baumkronen gucke, rundherum die Natur ist und auch die Jahreszeiten dann zu erleben, die Veränderungen in der Natur. Man kann sich das so vorher gar nicht vorstellen, aber es macht ganz viel aus. Diese Mischung aus Licht, Materialität, Farbigkeit, die durch Materialität entsteht, Bezüge zwischen Innen und Außen, also in dieser ja reduzierten Architektursprache. Ich meine, das sind ja reduzierte Materialien, deren Wirkung aber wichtig ist. Also ursprünglich war das Gebäude ja schon grau, also hat sozusagen diesen brutalistischen Betoneindruck gehabt. Das ist ja dann aber wohl noch zu seinen Lebzeiten gestrichen worden in diesem Lichtgrau oder diesem gebrochenen Weiß. Aber auch die Fensterrahmen hatten ja eine Farbigkeit, haben immer noch eine Farbigkeit. Also das ist ja sehr schön, dass diese Holzrahmen, die ursprünglich natürlich mal heller und gelber waren, dass die so in diesem Rotton so nachgedunkelt sind. Das macht unheimlich viel aus für die räumliche Atmosphäre.